Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein anderes Video. Heute gibt es kein richtiges Update. Heute geht es darum, was es alles Neues gibt, was angekommen ist, was ich aus dem Lego Shop bekommen habe. Wer bei Instagram dabei ist, hat gesehen, dass ich gestern im Lego Shop in Nürnberg war. Da sind ein paar Sachen dazugekommen. Ansonsten ist noch ein bisschen Post dazugekommen. Und wir haben auch noch die Videofiguren, die ich ja kürzlich gekauft habe. Im letzten Update-Video habt ihr es gesehen, die gab es für 1,11 € hier in dem lokalen Spielzeugladen, anstatt für 4,99 €. Also das sind wirklich Schnäppchen, die machen wir heute auch noch auf und schauen mal, was wir damit machen. Vor allem die Fliesen, die hier mit drin sind, sind sehr interessant. Damit kann man ja auch zum Beispiel den Plattenladen, habe ich ja vorzubauen. Man kann die auch als Buchcover oder Zeitungscover nutzen oder auch als Spielecover. Also die sind sehr, sehr praktisch. Ansonsten zeige ich jetzt euch erstmal, was alles dazugekommen ist. Zum anderen habe ich, wie schon angesprochen, neue Baseplates bekommen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 müssten das sein. Damit können wir auf jeden Fall die Fläche hier komplett bedecken. Ich habe noch ein paar und auch die beiden da oben. Das heißt, wir können hier mal mit dem Übergang weiterarbeiten. Das ist schon mal eine super Sache. Und was auch gekommen ist, ist dieses Paket. Moment, ich hole es mal rüber. Da sind verschiedene sehr, sehr praktische Dinge drin. Zum einen sehr viele weitere von diesen 1x4er Modified Bricks. Die brauchen wir ja vor allem dort hinten beim Bahnhof. Davon habe ich kaum noch welche. Da können wir dann endlich mal weiterbauen. Und wir haben neue Slopes, vor allem auch Inverted Slopes. Vor allem hier sehen wir es. Hier haben wir ganz viele von diesen 1x2er Inverted Slopes. Die sind vor allem sehr wichtig, um hier mit dem Felsen weiterzukommen. Ansonsten noch ein paar Fliesen hier in Gold. Auch ein paar andere Elemente in Gold. Die sind vor allem alle für so ein paar Ideen, die ich vielleicht im chinesischen Restaurant nutzen möchte. Noch ein paar andere Slopes, noch ein paar Fliesen, die sind ursprünglich auch für das chinesische Restaurant gewesen. Und hier noch ein paar andere goldene Elemente und noch ein paar andere Sachen, die ich so gefunden habe in diesem Shop. So, und zum Thema Lego Store habe ich 3 große von diesen Cups. Dann habe ich hier noch ein paar Minifiguren und hier drin ist alles, was ich ja noch kostenlos sozusagen geschenkt bekommen habe. Momentan ist es ja so, dass man aufgrund der Pandemie die Becher ja nicht selber befüllen darf, sondern die werden für einen befüllt. Und damit es so ein bisschen Ausgleich gibt dafür, dass man eben jetzt nicht selber hier alles so ordentlich reinpacken kann, wie man es möchte, gibt es hier immer noch ein bisschen was extra. Ich muss sagen, ich habe außerordentlich viel extra bekommen. Wenn ihr das mal anschaut, ist ja fast ein kompletter noch ein Becher. Ich habe einen kompletten Becher mit den 1x2er Fliesen hier in dem Trans Dark Blue für den Fluss. Ich glaube, dass wir damit mit dem, was ich auch habe, den Fluss auch komplett fertig kriegen können. Das wäre schon mal eine super Sache. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal für den, der in den Kommentaren kürzlich mir geschrieben hat, dass es in Nürnberg im Store die an der Pick-a Brick Wall gibt. Vielen Dank. Ich weiß natürlich wie immer nicht, wer es war. Fühl dich angesprochen, schreib es gerne in die Kommentare, dann danke ich dir nochmal persönlich. Ansonsten habe ich hier nochmal einen zur Hälfte mit den 1x2er Plates in Dark Bluish Grey und dann nochmal einer Bricks in Dark Bluish Grey. Das lohnt sich in der Tat tatsächlich auch. Und dann haben wir hier nochmal einen, da sind unten diese grauen Mauerbricks, dazwischen ein paar von diesen Pflanzenelementen und dann noch ein paar von diesen Dark Tan Fliesen. Die gab es auch, ganz praktisch, weil ich die ja auch in verschiedenen Geschäften im Bahnhof nutzen möchte. Und dann schauen wir mal hier in diese Tüte. Das ist nämlich sehr, sehr viel. Schaut euch mal an. Ist gar nicht so einfach hier reinzukommen mit der Kamera. Wir gehen jetzt mal hier rein. So. Ich habe, wie ihr sehen könnt, sehr viele braune Stühle. Die nehme ich ja zum Beispiel auch im chinesischen Restaurant. Dann habe ich welche von diesen Modified Bricks in Tan, die ja in der Fassade des Bahnhofs vorkommen. Und dann noch ganz viele von den Fenstern. Und was ich vorher gar nicht wusste, ist, dass die Fenster tatsächlich zusammen mit... ist gar nicht so einfach, die Kamera zu halten und gleichzeitig da was rauszuwühlen. Die kommen sogar mit den Fensterscheiben, wie ihr hier sehen könnt. Das ist super praktisch, denn so ein Fenster mit Scheibe kostet locker mal 10 bis 20 Cent, je nachdem, wie man es macht bei Bricklink. Und das alles, was ihr hier drin seht, war kostenlos. Also der nette Mitarbeiter dort im Store war sehr, sehr gönnerhaft. Und es ist einfach wirklich sehr, sehr viel. Also man sieht, es ist wirklich viel. Ich könnte mal schauen, ob ich jetzt einfach hier mal ausschütte. Aber vorher schauen wir uns einfach nochmal an die Figuren. Man kann normalerweise Figuren ja auch dort selber zusammenbauen. Momentan ist das ja leider nicht möglich aufgrund der Pandemie. Deshalb gibt es ja diese vorgefertigten Sets. Und ich habe mir einfach das hier noch mitgenommen, weil ich dachte, die passen ganz gut zu unserem Strandprojekt hier.
Ja, weil ich habe tatsächlich kaum Figuren, die da irgendwie optisch gut hinpassen. Und dann habe ich gedacht, die nehmen wir auch noch mit. Und jetzt schütten wir einfach mal das hier noch aus, damit wir auch wirklich mal sehen können, was wir alles umsonst bekommen haben. Ich muss sagen, ich habe selber noch gar nicht richtig reingeschaut. Und jetzt sehen wir mal, das ist wirklich sehr, sehr viel Kram. Auch sehr viele Fenster, viele Stühle, wie gesagt, und viele von denen. Also das ist wirklich viel. Und das ist ja, wie gesagt, alles sozusagen umsonst gewesen. So viel zu dem, was per Post oder aus dem Store kam. Und nach dem nächsten Cut fangen wir an, die Video-Figuren zu öffnen. So, wir haben, wie gesagt, 10 Päckchen davon. Originalverkaufspreis eigentlich 4,99 €. Ich habe sie für 1,11 € bekommen, also wirklich sehr, sehr gut beim lokalen Spielzeugladen hier in der Nähe. Und wir machen die jetzt einfach auf, schauen an, welche Figuren wir haben, schauen mal, vielleicht, ob wir irgendwas damit machen können. Wir können auf jeden Fall gut als Kostüme benutzen vielleicht oder als ja, Werbefiguren oder einfach irgendwie in Schaufenstern. Und auch die Fliesen sind natürlich eine Sache, die wir sehr gut gebrauchen können. Ich muss mal schauen, wie die auch aufgehen, weil ich muss sagen, ich habe noch nie einen Blind Blister von denen hier aufgemacht, weil ich schon immer dagegen war, dass die in Karton verpackt sind und dadurch man nicht mal fühlen kann, was drin ist. Also, schauen wir uns das Ganze mal an. Hier haben wir auf jeden Fall wie immer einen Zettel mit allen Figuren. Es sind, wenn ich das richtig sehe, 12 Stück. Schauen wir mal, ob wir 10 verschiedene rauskriegen. Ich finde die Figuren an sich ja eigentlich wirklich sehr schön. Die sind sehr schön gestaltet. Man kann sicherlich eigentlich damit machen. Aber das ganze Videosystem ist natürlich mal wieder nach hinten gegangen. Ich habe auch gerade jetzt gelesen, dass Video eingestampft wird. Also die dritte Welle wird wohl nicht kommen. Zudem wird die zweite Welle teilweise auch eingestampft, weil die Händler wohl auch ihre Bestellungen wieder rückgängig machen können. Ja, lassen wir es einfach mal so im Raum stehen und schauen, was wir hier als erste Figur haben. Auf jeden Fall haben wir schon mal sehr schöne Fliesen. Die kann man, wie gesagt, für alles Mögliche gebrauchen. Und dann haben wir hier die Figur. Ah ja, das ist ja das Ding, wo man die Fliesen drauf machen kann. Das ist natürlich auch sehr praktisch, dass man die Steine später was anderes benutzen kann. Jetzt bauen wir einfach mal unsere Figur hier zusammen. Ich merke auch gerade, das hier gehört also auch dazu. Also man bekommt also doch noch ein paar Steine dazu. Interessant. Bauen wir einmal die Figur zusammen. So, drehen wir das Ganze mal. Die Haare sind natürlich auch sehr nett. Und dazu gibt es dann diese, fällt gerade gar nicht der Name von diesen Dingern ein, die ja auch bei Cheerleadern immer genutzt werden. So, das ist unsere erste Figur. Das sind die 3 Plättchen dazu. Soweit ich mich erinnere, ist, glaube ich, sind die immer zufällig verteilt und nicht unbedingt immer die gleichen in jeder Packung entsprechend zur Figur. Aber die Figur ist schon mal ganz nett. Damit lässt sich sicherlich irgendwas machen. Wie gesagt, schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, was wir mit unseren Figuren machen wollen. Das war die erste Packung. Ich würde sagen, wir machen gleich mal weiter mit der nächsten. Weil ich sagen muss, ich glaube, für 5 € würde ich die Dinger nicht kaufen. 1,11 € ist natürlich im Prinzip auch ein Plusgeschäft schon, weil diese Fliesen werden bei Bricklink für 40 bis 50 Cent gehandelt, teilweise sogar mehr. Und ich hatte mir überlegt, einfach mal einige zu kaufen, einfach um damit eben, wie gesagt, zum Beispiel beim Plattenladen zu machen. Aber das hier ist natürlich noch viel praktischer. Und wir haben hier auf jeden Fall schon mal eine andere Figur. Steckt mal das hier mal zusammen. Mir fällt auch zum ersten Mal auf, dass man, wenn man das hier zusammensteckt, man tatsächlich das hier drauf machen kann. Sehr schöne Fliesen auf jeden Fall wieder. Damit lässt sich sicherlich einiges machen. Auch wieder direkt übereinander stecken. Auf jeden Fall auch da schon mal keine doppelten. Und dann bauen wir mal die Figur noch zusammen. Das ist eine mit nur einem Auge, wie man sieht. So. Die Haare sind sehr nett. Und dazu diese, ja, nennen wir es mal Gitarre. Es ist ja so ein Gitarren-Keyboard-Ding. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Instrument richtig heißt. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal 2 verschiedene Figuren. Das ist schon mal eine super Sache.
Mir fallen da schon ein paar Ideen ein. Also ich werde sicherlich 1 oder 2 davon ins Schaufenster stellen beim Plattenladen. Dann vielleicht nochmal bei unserem Nerdshop unten in der U-Bahn können wir sicherlich noch was in die Fenster stellen. Kostümladen ist natürlich auch immer eine Geschichte. Oh, das ist natürlich eine Figur, die bei Bricklink sehr beliebt ist, weil sie eben auch sehr nett anzusehen ist natürlich. Damit kann man natürlich auch irgendwas Horrormäßiges irgendwo machen. Gehört das eigentlich so rum oder andersrum? Ich muss mal kurz schauen. Ja, es geht natürlich andersrum. Machen wir das nochmal auseinander. So ist es wohl richtig rum. Da muss das, glaube ich, noch drauf. Genau. Dann der nette Kopf. Die Haare sind natürlich auch sehr, sehr schön, auch wenn jetzt hier irgendwas dran hängt. Aber ich glaube, das ist irgendein Stück Holz vom Tisch hier. Und dazu gibt es hier noch so ein kleines Mikro und noch eins extra. Das machen wir jetzt einfach mal, damit es nicht verschwindet in die andere Hand. Und dazu die Fliesen. Die sind natürlich auch sehr schön. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir da auch immer noch keine doppelten Fliesen. Ich muss aber auch sagen, ich weiß persönlich gar nicht, wie viele verschiedene Fliesen es gibt. Aber wir haben jetzt 9 verschiedene auf jeden Fall und 3 verschiedene Figuren. Also wir sind gut dabei auf jeden Fall. Und dann machen wir mal die 4. Packung gleich als nächstes auf. Ich weigere mich ja gerade einfach eine Schere zu benutzen. Was haben wir denn hier? Das ist wieder eine neue Figur, die wir noch nicht haben. Also 4 von 4. Also ich muss ja sagen, wir hatten ja immer großes Glück, wenn wir so Minifiguren aufgemacht haben. Denn wir hatten, glaube ich, nur einmal was Doppeltes. Und wir haben ja inzwischen schon mal einige aufgemacht in der Zwischenzeit. Die Fliesen dürften auch alle noch nicht da sein, wenn ich das richtig sehe. Schauen wir mal. Ja, das sind auf jeden Fall 12 verschiedene Fliesen bisher. Und die Figur ist natürlich auch super. Das ist diese hier mit diesem, ja, ist es ein Tiger, ist es ein Leopard, ist irgendwas dergleichen. Und dazu gibt es noch diese Schallplatte, die natürlich auch super ist, weil die kann man natürlich auch super im Plattenladen benutzen. Und ja, ich bin bisher sehr, sehr zufrieden. Also wie gesagt, das hier alles hat mich 4,44 € gekostet. Also da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren, das muss man sagen. Nächste Packung, dann die 5. Schauen wir mal, ob wir da wieder was dabei haben, was wir noch nicht hatten. Und ja, noch eine Figur, die wir noch nicht hatten. Das ist diese Shark-ähnliche Figur. Also, jetzt kommt mir hier gerade mal alles ein bisschen durcheinander. Hier erstmal die Platten drauf machen. Ich glaube, die hatten wir auch alle noch nicht. Falls es jemand von euch weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie viele verschiedene von diesen bedruckten Platten es eigentlich gibt. Und damit haben wir 15 Stück. Wenn ich es richtig sehe, ich habe jetzt ein paar falsch rum gemacht, sehe ich, aber so ich es sehe, haben wir keine doppelten bisher. Ich lege mal die Figur noch ein bisschen rüber, damit ich mal ein bisschen mehr Platz habe. So, dass wir die mal ein bisschen sehen können. So. Das ist aber auch ein sehr schönes Teil natürlich. Und dazu gibt es nochmal ein Mikro als Accessoire. Wobei ich sehr interessant finde, warum war denn eigentlich bei der hier ein Mikro als Ersatz dabei, aber bei dem Hai hier jetzt nicht. Also das ist ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Aber 5 verschiedene aus 5. 5,55 € für das Ganze. Machen wir Packung 6 auf. Schauen wir mal, was da noch drin ist. Ich fände es ja lustig, wenn wir jetzt tatsächlich 10 verschiedene Figuren hätten. Das ist der Werwolf, also doch nochmal eine andere Figur. Dem kann man natürlich auch noch irgendwas Cooles machen. Werwolf lässt sich sicherlich auch für was anderes nutzen.
Mal sagen, der Print hier auf der Jacke und auf der Hose ist natürlich auch super, um damit auch gleich ganz andere Figuren zu bauen. Jetzt habe ich den Schwanz hier vergessen. So, ist natürlich eine super nette Figur, muss man sagen. Dazu gibt es dann hier noch so einen lustigen Knochen oder 2 sogar. Laut Anleitung gehören 2 dazu. Das heißt, wir haben hier auch einen Ersatzknochen sozusagen. Den stärken wir jetzt einfach mal dem Hai da in die Hand, damit mir jetzt hier keine Sachen verloren gehen. Und dann schauen wir noch, welche Fliesen wir bekommen haben. Irgendwas mit Tomaten. So, wenn ich das richtig sehe, sind auch das bisher keine doppelten. Also wir haben jetzt hier 6 Packungen, das heißt wir haben 18 verschiedene Fliesen und tatsächlich 6 verschiedene Figuren, also 6,66 €. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen mehr ausgegeben als der UVP von einer einzigen Figur. Schauen wir mal, was in Packung 7 steckt. Noch eine neue Figur, also ich hätte vielleicht noch 2 Packungen kaufen können, dann hätten wir wahrscheinlich die ganze Serie voll gehabt. Das ist der Hase oder die Häsin wahrscheinlich eher gedacht. Was hier natürlich auch sehr schön ist. Erstens, die Figur ist natürlich super schön. Dazu gibt es noch dieses schöne Radio, was ich auch sehr schön finde. Damit lässt sich natürlich auch noch schön was machen. Ja, ihr könnt natürlich, wie gesagt, immer gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von den Figuren haltet, was ihr denn machen könnt. Oder, was ich jetzt auch mir vorstellen könnte, dass man vielleicht die Teile der Figuren für irgendwas anderes nutzt. Ich denke, da lässt sich auch einiges machen. Oder wir machen doch einfach unsere Kostümparty am Ende. Und wie ich das sehe, sind hier jetzt nochmal neue Fliesen komplett dabei. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also 21 verschiedene bedruckte Fliesen. Damit kann man wirklich gute Sachen machen. Also die sind jetzt, wie gesagt, viele kann man irgendwie als Cover benutzen für irgendwelche CDs etc. Manche kann man auch für was anderes benutzen. Für Spiele zum Beispiel oder Zeitschriften. Also da ist viel Platz für alles Mögliche. Ja, machen wir mal die nächste Packung noch auf. Bin gespannt, ob da jetzt noch was Neues drin ist. Und tatsächlich noch eine Figur, die wir noch nicht haben. Ich muss sagen, ich habe 10 Packungen gekauft. Es hätte noch mehr gegeben. Ich habe die jetzt auch nicht irgendwie großartig ja, mir ausgesucht. Ich habe mir einfach 10 Stück genommen für den Preis. Ich war eben ein bisschen in Eile. Habe eigentlich noch was anderes dort im Spielwarenladen gekauft. Und ja, das ist dabei rausgekommen dann zusätzlich. Weil normalerweise gehe ich dann natürlich immer mal in die Lego-Abteilung, einfach mal zu schauen, was es dort gibt. Und auch das sind, wie ich sehe, 3 Fliesen, die wir noch nicht hatten. Super. Und das ist jetzt diese, ja, Fuchs ist es, denke ich mal. Machen wir jetzt mal hier drauf. Und auch da ist nochmal ein Radio dabei, wie man sieht. Diesmal ein anderes in Grau. Ist auch eine schöne Figur auf jeden Fall. Man muss sagen, auch egal wie sehr ich oder auch viele andere denken, dass Video ein Flop ist und was sich tatsächlich wohl gerade auch zeigt seitens Lego, die Figuren sind wirklich toll gemacht. Also vor allem hier diese Banshee-Figur, die ist auch abseits der ganzen Musikgeschichte hier einfach super gemacht. Und das gleiche Problem hatte ja auch zuvor schon Hidden Side. Also die Sets und die Figuren waren ja nicht schlecht. Die Sets konnte man super nutzen, um damit andere Sachen zu bauen. Ich habe damit ja auch zum Beispiel bei mir im Bahnhof diese Krabbenhütte da übernommen oder beziehungsweise umgebaut. Und ja, einfach, ich glaube, die App-Geschichten sind bei Lego nicht ganz knorke. Oh, noch eine neue Figur. Da bin ich jetzt gespannt. Das ist jetzt die Figur Nummer 9, also Packung Nummer 9. Wenn wir tatsächlich in der letzten Packung nochmal eine andere Figur haben, dann haben wir tatsächlich 10 verschiedene in 10 Packungen. Also das ist natürlich eine lustige Geschichte, damit hätte ich niemals gerechnet.
Ich weiß auch nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ich könnte es euch wahrscheinlich ausrechnen. Ich hatte ja Statistik an der Uni. Ich halte es jetzt mal so, weil es langsam zu groß wird, aber immer noch keine doppelten Fliesen auf jeden Fall. Aber vielleicht irre ich mich auch und die sind tatsächlich gar nicht zufällig verteilt, aber soweit ich mich erinnere, wurde das damals gesagt. Jetzt haben wir hier natürlich diesen Country Cowboy, der kann natürlich auch irgendwo auftreten in einer Bar oder sowas. Da wird er auch ganz gut hinpassen. Der ist natürlich auch sehr, sehr schön. Und jetzt Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Legen wir erstmal unsere ganzen Figuren hier ordentlich hin. Wir haben, wie ihr sehen könnt, 9 verschiedene Figuren. Das heißt, uns fehlt noch diese Kuchenfigur, dieser Samurai und dieser Genie. Alle anderen haben wir tatsächlich bisher gezogen und ich bin gespannt, ob hier tatsächlich nochmal eine Figur drin ist, die wir noch nicht hatten. Wenn es eine doppelte ist, dann werden wir die einfach wieder verlosen. Ansonsten geht die hier in die Brickworld über. Also Trommelwirbel. Nochmal der Banshee, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, packe ich gleich mal aus. Aber man muss sagen, 9 verschiedene in 10 Packungen und den Banshee, den können wir dann an einen von euch verlosen. Ich baue sie noch zusammen. Baue ich jetzt wieder falsch rum zusammen? Nein, da rollt der Kopf weg. Schulterpolster. Kopf, Haare. Und dann machen wir jetzt hier noch die beiden Mikros dran. Aber ich glaube, die Fliesen sind tatsächlich... ne, eine ist auf jeden Fall doppelt. Ja, okay, ich verstehe. Ich nehme an, dass eine der Fliesen immer spezifisch ist für die Figur. Denn ich habe hier die gleiche Fliese. Die gehört sicherlich zu der Banshee-Dame. Aber der Rest ist unterschiedlich. Das heißt, wir haben hier jetzt 30 bedruckte Fliesen, 29 verschiedene. Da kann man sich auf keinen Fall beschweren, muss man sagen. Und die Banshee-Dame auf doppelt. Man kann natürlich eine deutlich schlechtere Figur doppelt haben. Aber die Ausbeute ist natürlich super toll. Also 10 Figuren für 11 € ungefähr. Und dann auch noch 9 verschiedene. Da kann man sich auf keinen Fall beschweren, muss ich sagen. Das heißt, wir machen jetzt hier Ende für das Video heute. Das nächste Video wird wahrscheinlich ein Update-Video wieder sein, nehme ich an. Ansonsten werden wir diese Banshee-Dame verlosen. Das machen wir einfach wie immer. Schreibt mir einfach mit dem Hashtag willhaben unter diesen Post und schreibt mir, warum ihr die haben wollt, was ihr damit vorhabt. Und dann werde ich einfach per Zufall einen von euch diese Banshee-Dame verlosen, euch kostenlos zusenden. Und dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Habt Spaß beim selber bauen. Bleibt gesund, ganz wichtig. Und wir sehen uns das nächste Mal hier in der Brickworld. Tschüss.